In diesem Video erkläre ich in 5 Schritten, wie Francisco Franco in Spanien eine Diktatur errichtet. Erster Schritt: politische und persönliche Vorgeschichte. Die Vorgeschichte von Francos Diktatur und dem Spanischen Bürgerkrieg beginnt bereits bei dem langwierigen und blutigen Befreiungskrieg, nachdem Napoleon Spanien erobert hatte. Nach dem Krieg bilden sich 2 Lager, deren Kampf um die Macht das Land über 100 Jahre prägt. Die einen wollen nach dem Ende der französischen Fremdherrschaft eine absolute Monarchie und sind eng mit der katholischen Kirche verbunden. Die anderen wollen eine liberale Demokratie. Ein Putsch folgt auf den anderen. Spanien wird zur Republik, zur Monarchie, zur Diktatur, zur Republik, zur konstitutionellen Monarchie und so weiter und so fort. Das geht natürlich alles andere als friedlich ab. Mit der Weltwirtschaftskrise von 1929, dazu könnt ihr euch das Video anschauen, das ich oben auf dem i verlinkt habe, da eskaliert der Konflikt erneut. Francisco Franco ist ja gerade Anfang 40. Von Anfang an eifert er seinem Vater nach und macht Karriere in der spanischen Armee. Schon mit 24 Jahren ist er Major. Der junge Offizier ist ziemlich klein und er hat einen Dialekt, über den sich viele lustig machen. Aber er ist enorm zielstrebig und absolut kompromisslos. Brutal. Nachdem er einen Arbeiteraufstand niederschlägt, wird er 1935 Oberbefehlshaber der Armee. Aber als eine linke Regierung an die Macht kommt, wird er entlassen und als Militärgouverneur auf die Kanarischen Inseln versetzt. Da ist es zwar schön, aber Franco ist weit weg von der Hauptstadt Madrid. Die Versetzung stellt für ihn eine Verbannung dar. Zweiter Schritt: Staatsstreich und Bürgerkrieg. Schon nach einem halben Jahr ist Franco wieder da, denn das Militär putscht im Juli 1936. Der Putsch scheitert zwar, aber er löst den Spanischen Bürgerkrieg aus. Von 1936 bis 1939 dauert er. Franco hat ein Problem. Er befehligt die Truppen in Marokko. Die Marine hält jedoch zur republikanischen Regierung. Er kann also nicht wirklich eingreifen. Da hilft der deutsche Diktator Adolf Hitler aus. Er schickt Flugzeuge der Luftwaffe, die Francos Soldaten aufs spanische Festland bringen. Das faschistische Italien schickt sogar Bodentruppen. Die deutsche Luftwaffe vernichtet unter anderem das Städtchen Guernica. Aber auch die Republik hat Unterstützer. Zehntausende Freiwillige aus der ganzen Welt ziehen in den Krieg. Sogar die Sowjetunion unterstützt die Linken. Aus dem Spanischen Bürgerkrieg wird praktisch ein internationaler Krieg. Franco wird derweil seine Mitverschwörer los, übernimmt die Führung als Chef einer Militärregierung und Generalissimo, also oberster General. Die faschistischen Staaten Deutschland und Italien erkennen diese neue Regierung an und auch der Vatikan stellt sich auf ihre Seite. Der Bürgerkrieg wird äußerst grausam geführt. Er fordert über 500.000 Opfer und endet 1939 mit dem Sieg der Nationalisten unter Franco. Dritter Schritt: Partei und Regime. Franco ist klar, dass er keine dauerhafte Herrschaft errichten kann, wenn er sich nur auf das Militär stützt. Deshalb schafft er sich eine Basis und gründet 1937 die faschistische Einheitspartei, und jetzt wird es kompliziert, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Oder so ähnlich, ich glaube, ich habe es an den falschen Stellen gelispelt, aber naja. Ihr wisst, was gemeint ist. Dieser lange Name deutet auf jeden Fall schon darauf hin, dass hier verschiedene faschistische und monarchistische Bewegungen zusammengefasst werden. Für viele Interessen ist etwas dabei. Die Betonung der Stärke und Größe Spaniens, die Unterordnung des Einzelnen unter den Gemeinwillen, der Antikapitalismus, der Antikommunismus, die heilige Schicksalsgemeinschaft des Volkes, die Überwindung der Einzelinteressen, soziale Gerechtigkeit und, auch ganz wichtig, Wiederaufbau. Francos Regime ist ein faschistisches Regime, aber es ist auch sehr fundamentalistisch katholisch. Franco sieht sich als den Anführer eines Kreuzzuges gegen die gottlosen Kommunisten. Wie die anderen faschistischen Diktatoren regiert er durch Terror. Nach dem Ende des Bürgerkrieges werden mindestens 120.000 Leute umgebracht. Hunderttausende seiner Gegner fliehen aus dem Land. Millionen werden eingesperrt. Es tobt ein jahrelanger Partisanenkampf. Das Regime nennt man auch Frankismus. Der Frankismus stützt sich auf die faschistische Partei, das nationalistische Militär und den Katholizismus. Die Klammer, die die verschiedenen Strömungen zusammenhält, das verrät der Name,
ist Franco selbst. Vierter Schritt: Inszenierung und Führerkult. Franco, der Caudillo, das bedeutet Anführer oder Führer, verfügt nach Meinung seiner Zeitgenossen über kein Charisma, wie Mussolini zum Beispiel oder auch Hitler. Er konnte auch nicht wirkungsvoll sprechen. Sein einziger, wenn man so will, Pluspunkt war, dass er ein erfolgreicher Heerführer war. Und diesen militärischen Erfolg, den beutet die Propaganda aus. Franco wird zum militärischen Genie erklärt, zum Vollstrecker des Volkswillens, ein vom Schicksal Auserwählter mit besonderen Fähigkeiten. Überall werden Straßen nach dem Caudillo benannt, überall sind seine Bilder zu sehen, bei Paraden ruft man seinen Namen. Franco inszeniert sich also ähnlich wie Mussolini und Hitler, aber eben auch ganz anders. Denn seine Bewegung ist ja auch sehr katholisch. Und deshalb kommt eine religiöse Komponente dazu. Franco ist Führer Spaniens von Gottes Gnaden und aus dem wahren Willen Spaniens. Fünfter Schritt: Festigung und Ende. Und Franco unterscheidet sich noch in einem anderen, ganz entscheidenden Punkt von den beiden anderen faschistischen Führern. Er überlebt das Jahr 1945. Denn zunächst lässt er sich nicht zur Teilnahme am Zweiten Weltkrieg locken. Und nach dem Krieg bietet er sich den USA und dem Westen als Bündnispartner im Kalten Krieg an. Offiziell ist das Land eine Monarchie, nur ohne König, dafür mit dem Regenten Franco. Das faschistische Spanien wird Mitglied der UNO. Spanien wird Urlaubsland. Die Touristen fahren dorthin, wo Leute von der Regierung bis zum Tode gefoltert werden. Aber durch die Öffnung für die Touristen und dadurch, dass Spanier als Gastarbeiter in andere europäische Länder gehen, muss das Regime immerhin kleine Zugeständnisse machen. 1969, Franco ist schon fast 80, kündigt er an, sein Nachfolger soll Juan Carlos als künftiger König werden. Nach dem Tode des Diktators 1975 wird Spanien dann wieder eine Demokratie und die faschistische Partei wird aufgelöst. Spannende Sache auf jeden Fall. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, dann postet sie gerne unten in die Kommentare. Wir kümmern uns da natürlich darum. Genauso wie Themenvorschläge, die werden auch immer dankbar angenommen von uns. Ich sage jetzt erstmal danke fürs Zuschauen. Abonniert diesen Kanal hier einfach und bis zum nächsten Mal.